Unter deinen Füßen läuft gerade ein Gespräch zwischen Bäumen. Und die Wissenschaft hat es bewiesen. Stell dir vor, du gehst durch einen Wald. Alles wirkt still, friedlich. Du hörst Vögel, Wind in den Blättern. Aber was, wenn ich dir sage, unter deinen Füßen läuft gerade ein Gespräch? Bäume schicken sich Nachrichten. Sie teilen Nahrung. Sie warnen sich vor Gefahr. Das klingt wie Fantasy, ist aber moderne Wissenschaft. Und eine Forscherin hat dieses geheime System sichtbar gemacht. Das geheime Internet des Waldes. Lange dachte man, Bäume stehen einfach nebeneinander, jeder für sich. Doch in den 1990er Jahren stellte die kanadische Forstökologin Suzanne Simard eine radikale Frage. Was, wenn Bäume nicht Einzelkämpfer sind, sondern vernetzt? Sie untersuchte Wälder in British Columbia und entdeckte etwas, das heute weltweit erforscht wird. Ein riesiges unterirdisches Netzwerk aus Pilzen, das die Wurzeln der Bäume verbindet. Der Name dafür? Mykorrhiza-Netzwerk oder populär Wood Wide Web. So wie Glasfaserkabel unsere Computer verbinden, verbinden Pilzfäden die Bäume. Der Pilz bekommt Zucker, der Baum bekommt Wasser und Nährstoffe. Aber, und das ist entscheidend, es bleibt nicht bei Nahrung. Das Experiment, das alles bewies. Viele Wissenschaftler waren skeptisch. Also machte Suzanne Simard ein Experiment, das heute legendär ist. Sie nahm 2 Baumarten, Birken, Douglasien. Beide wuchsen nebeneinander im Wald. Die Birken bekamen ein spezielles, radioaktiv markiertes CO2, die Douglasien ein anderes, stabiles Isotop. Dann wartete sie. 1 Stunde später überprüfte sie die Bäume und fand heraus, der Kohlenstoff der Birke war in der Tanne angekommen. Und umgekehrt. Die Nährstoffe waren durch den Boden gewandert, über das Pilznetzwerk. Das war der erste klare Beweis, Bäume tauschen aktiv Ressourcen aus. Die Studie wurde später vielfach bestätigt und international veröffentlicht. Mutterbäume, die stillen Anführer. In weiteren Studien kartierte Simards Team die Netzwerke mit Hilfe von DNA-Analysen. Dabei fiel etwas Erstaunliches auf. Einige Bäume waren extrem stark vernetzt. Sie hatten besonders viele Verbindungen. Diese Bäume nannte Simard Mutterbäume, Mother Trees. Und sie tun Dinge, die man lange für unmöglich hielt. Sie versorgen junge Bäume im Schatten mit Zucker. Sie helfen besonders ihren eigenen Nachkommen. Sie reduzieren sogar ihr eigenes Wurzelwachstum, um Platz zu schaffen. In einer Studie zeigte Simards Team, Keimlinge, die mit Mutterbäumen verbunden sind, überleben bis zu 4-mal häufiger. Wenn ein Mutterbaum stirbt, passiert etwas ganz am Schluss. Er gibt seine verbleibenden Nährstoffe und sogar Abwehrsignale an die nächste Generation weiter. Der Wald erinnert sich. Unglaublich, oder? Bäume warnen sich mit Duftstoffen. Nicht alle Kommunikation läuft unter der Erde. Der deutsche Pflanzenforscher Professor Ted Turlings und andere Wissenschaftler zeigten, Bäume senden auch chemische Signale durch die Luft. Diese Stoffe heißen Terpene oder VOC, flüchtige organische Verbindungen. Wenn ein Baum Stress hat, zum Beispiel durch Trockenheit oder Insekten, setzt er diese Duftstoffe frei. Nachbarbäume riechen das und beginnen Abwehrstoffe zu produzieren, bevor sie selbst angegriffen werden. Das ist kein Denken, sondern Biochemie mit Wirkung. Aber jetzt kommt eine wirklich verrückte Frage. Können Bäume sogar Reben beeinflussen? Hier wird es richtig spannend. Forschende der University of Arizona untersuchten Pflanzen im Großexperiment Biosphere 2. Sie fanden heraus, unter Trockenstress geben Pflanzen mehr Terpene ab, und zwar zu Zeiten, in denen sie die Wolkenbildung fördern. Diese Duftstoffe können als Kondensationskerne wirken. Sie helfen Wasserdampf, sich zu Wolken zu verbinden. Kurz gesagt, gestresste Wälder können aktiv zur Regenbildung beitragen. Ein natürlicher Rückkopplungsmechanismus. Unfassbar, oder? Haben Bäume so etwas wie ein Nervensystem? Der Zellbiologe Professor František Baluška von der Universität Bonn erforscht die Pflanzenkommunikation. Seine Forschung zeigt, Bäume besitzen elektrische Signale. Ihre Wurzelspitzen reagieren auf Reize wie Licht, Wasser, Schwerkraft. Tausende dieser Spitzen arbeiten gemeinsam. Nicht wie ein Gehirn, aber wie ein sehr sensibles Mess- und Reaktionssystem.
Manche Studien deuten sogar darauf hin, dass Bäume bei starkem Wassermangel Ultraschallgeräusche erzeugen. Für uns unhörbar, aber messbar. Als würden sie nach Wasser rufen, nur dass wir es nicht wahrnehmen. Das sind keine Märchen, das ist echte Wissenschaft. Wissenschaftler wie François Buscon vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung warnen zwar, wir dürfen Bäume nicht vermenschlichen. Bäume fühlen keine Liebe, sie treffen keine bewussten Entscheidungen. Aber ihre Kommunikationssysteme sind real, messbar, reproduzierbar und biologisch sinnvoll. Warum das alles für uns entscheidend ist? Wenn wir alte Wälder roden, verlieren wir nicht nur Bäume, sondern Netzwerke. Suzanne Simard vergleicht Mutterbäume mit Nieten in einem Flugzeug. Man kann einige entfernen, aber irgendwann bricht das System zusammen. Klimawandel, Monokulturen und Kahlschläge zerstören diese Netzwerke und schwächen die Widerstandskraft der Wälder gegen Dröge, Brände und Schädlinge. Die wichtigste Erkenntnis: Ein Wald ist kein Haufen Einzelbäume. Ein Wald ist ein Netzwerk, ein kooperatives System, ein biologisches Wunder. Wenn wir Wälder schützen, schützen wir nicht nur Natur, sondern unsere eigene Zukunft. Wenn du das nächste Mal durch einen Wald gehst, denk an das unsichtbare Gespräch unter deinen Füßen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, like, abonniere oder teile dieses Video. Denn Wälder können nicht laut sprechen, aber wir können ihre Stimme sein.